Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo, Alice. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Ich habe heute an Bücher gedacht. Liest du gerne Bücher? Ja, das tue ich. Ich liebe es in meiner Freizeit, Bücher zu lesen. Ich mag viele Arten von Büchern, aber meine Favoriten sind Geschichten mit Abenteuer und Geheimnissen. Das ist schön. Ich mag auch Abenteuerbücher. Ich finde sie sehr spannend. Was ist dein Lieblingsbuch, Ben? Mein Lieblingsbuch ist Die geheimnisvolle Insel von Enid Blyton. Es ist eine Geschichte über 4 Kinder, die auf eine geheime Insel fliehen. Dort erleben sie viele Abenteuer. Das klingt sehr interessant. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, aber ich mag Geschichten über Kinder und ihre Abenteuer. Was gefällt dir an Die geheimnisvolle Insel? Ich mag das Buch, weil es voller Abenteuer und Spaß ist. Die Kinder arbeiten zusammen, um Probleme zu lösen und die Insel zu erkunden. Ich mag auch die Freundschaft zwischen den Charakteren. Freundschaft ist in Geschichten sehr wichtig. Ich denke, sie macht das Abenteuer noch besser. Ich liebe Bücher, die zeigen, wie Freunde einander helfen. Ja, genau. In Die geheimnisvolle Insel helfen sich die Kinder gegenseitig und lernen, mutig zu sein. Ich fühle mich glücklich, wenn ich von ihren Abenteuern lese. Ich empfinde das Gleiche beim Lesen. Abenteuerbücher lassen mich träumen und neue Orte vorstellen. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte ein Abenteuer erleben wie die Charaktere im Buch. Ich verstehe dieses Gefühl. Nachdem ich Die geheimnisvolle Insel gelesen habe, stelle ich mir oft vor, dass ich auf der Insel bin und die schönen Strände und Wälder erkunde. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Ich denke, Bücher erlauben es uns, in neue Welten zu reisen, ohne unser Zuhause zu verlassen. Ja, Bücher sind wie magische Türen. Sie bringen uns an verschiedene Orte und Zeiten. Hast du ein Lieblingsbuch, das du immer wieder gerne liest? Ja, das habe ich. Mein Lieblingsbuch ist Die Abenteuer des Tom Sawyer von Mark Twain. Ich liebe dieses Buch, weil es lustig und voller Abenteuer ist. Tom Sawyer ist ein Junge, der gerne entdeckt und Spaß hat. Er gerät oft in Schwierigkeiten, findet aber immer einen Ausweg. Ich habe von diesem Buch gehört. Es klingt sehr interessant. Was magst du am meisten an Tom Sawyer? Ich mag Toms abenteuerlichen Geist. Er ist mutig und neugierig. Ich mag auch seine Freundschaft mit Huck Finn. Sie erleben viele Abenteuer zusammen und ihre Freundschaft macht die Geschichte sehr warmherzig. Freundschaft ist ein starkes Thema in beiden unseren Lieblingsbüchern. Sie macht die Abenteuer noch spezieller. Ja, da stimme ich zu. Bücher über Freundschaft und Abenteuer lehren uns wichtige Lektionen über Mut und Loyalität. Ich denke, das Lesen solcher Bücher hilft uns, den Wert von Freundschaft und Teamarbeit zu verstehen. Wir lernen, dass das gemeinsame Arbeiten unsere Probleme leichter zu lösen macht. Ich mag auch, wie beide Bücher zeigen, dass Abenteuer Spaß machen und ein wenig Angst einflößen können. Sie lehren uns, dass es in Ordnung ist, manchmal Angst zu haben, aber dass wir mutig sein und unseren Ängsten begegnen können. Das ist eine gute Lektion. Ich glaube, Geschichten inspirieren uns, neue Dinge auszuprobieren und selbstbewusst zu sein. Absolut. Wenn ich über Tom Sawyer oder die Kinder auf der geheimen Insel lese,
fühle ich mich motiviert, zu erkunden und Neues zu lernen. Abenteuerbücher zu lesen ist wie ein Training für das echte Leben. Sie zeigen uns, dass jede Herausforderung ein Abenteuer sein kann, wenn wir sie mit Mut angehen. Ich stimme zu. Ich sage meinem kleinen Bruder oft, dass er Abenteuergeschichten lesen soll, weil sie ihn mutig und kreativ machen. Das ist eine großartige Idee. Ich werde meiner Schwester die geheimnisvolle Insel empfehlen. Ich denke, sie wird das Abenteuer und den Spaß lieben. Ja, ich glaube, viele Kinder können aus solchen Geschichten lernen. Sie lernen über Freundschaft, Mut und die Freude am Entdecken neuer Orte. Manchmal stelle ich mir sogar vor, was ich tun würde, wenn ich in der Geschichte wäre. Ich denke darüber nach, wie ich Probleme lösen und meinen Freunden helfen würde. Das mache ich auch. Ich stelle mir vor, dass ich einer der Charaktere bin, die die Insel oder den Fluss mit Tom und Hock erkunden. Das macht das Lesen sehr spannend. Lesen ist mehr als nur das Lernen von Wörtern. Es geht darum, unsere Vorstellungskraft zu nutzen und von neuen Abenteuern zu träumen. Genau. Deshalb liebe ich Abenteuerbücher so sehr. Sie lassen mein Herz leicht und meinen Kopf voller Ideen fühlen. Das empfinde ich genauso. Jedes Mal, wenn ich ein gutes Buch beende, möchte ich sofort das nächste lesen. Abenteuerbücher sind wie ein Schatz. Sie geben uns neue Ideen und inspirieren uns, mutig zu sein. Ja, sie sind wirklich etwas Besonderes. Ich denke, wir haben Glück, so wunderbare Geschichten zu lesen. Ich stimme zu. Ich plane diesen Sommer mehr Abenteuerbücher zu lesen. Ich möchte neue Geschichten entdecken und neue Charaktere kennenlernen. Das ist ein großartiger Plan. Ich möchte auch während der Ferien viele Bücher lesen. Vielleicht können wir unsere Lieblingsgeschichten teilen und darüber reden. Das würde ich lieben. Es macht immer Spaß, mit einem Freund über Bücher zu diskutieren. Ich bin neugierig. Liest du auch andere Arten von Büchern oder nur Abenteuerbücher? Ich lese viele Arten von Büchern, aber Abenteuerbücher sind meine Favoriten. Ich mag auch Geschichten über Tiere und einige Märchen. Sie sind kurz und sehr süß. Ich mag Märchen auch. Sie sind einfach und voller Magie. Manchmal lese ich sie vor dem Schlafengehen, weil sie mich beruhigen. Ja, Märchen sind sehr entspannend. Ich lese auch gerne Gedichte. Sie sind wie kleine Abenteuer mit Worten. Gedichte sind schön. Sie verwenden einfache Wörter, um tiefgreifende Gefühle auszudrücken. Ich lese gerne ein Gedicht am Morgen, um meinen Tag mit einem guten Gedanken zu beginnen. Das ist eine schöne Gewohnheit. Ich glaube, jede Art von Buch hilft uns, etwas Neues zu lernen. Ich stimme zu. Jedes Buch, ob es ein Abenteuer, ein Märchen oder ein Gedicht ist, fügt unserem Leben ein wenig mehr Farbe hinzu. Denn denkst du, dass das Lesen von Abenteuerbüchern dir im echten Leben hilft? Ja, das glaube ich. Wenn ich von Charakteren lese, die Herausforderungen meistern und Probleme lösen, lerne ich, dass ich auch mutig sein kann. Das gibt mir Selbstvertrauen. Ich empfinde das Gleiche. Lesen lässt mich glauben, dass ich neue Dinge ausprobieren und meinen Ängsten begegnen kann. Zum Beispiel wollte ich nach dem Lesen von Die geheimnisvolle Insel mit meinen Freunden campen gehen. Ich fühlte, dass ich die Natur erkunden könnte, genau wie die Kinder im Buch. Das ist eine großartige Idee. Ich habe auch neue Aktivitäten ausprobiert, weil ich die Bücher gelesen habe. Ich habe gelernt, Rallye zu fahren und wandern zu gehen, weil ich mein eigenes Abenteuer erleben wollte. Bücher inspirieren uns, aktiv zu werden. Sie zeigen uns, dass Abenteuer nicht nur in Geschichten stattfinden, sie können auch im echten Leben geschehen. Genau.
Jeder Tag ist eine neue Chance zu erkunden und zu lernen. Ich sage meinen Freunden immer, dass Lesen wie ein Fenster zur Welt ist. Es hilft uns, neue Ideen zu sehen und verschiedene Menschen zu verstehen. Ich stimme zu. Lesen öffnet unseren Geist und füllt unser Herz mit Träumen. Ich bin sehr froh, dass wir beide Abenteuerbücher lieben. Sie machen unser Leben spannender und lehren uns wichtige Lektionen. Ja, ich fühle mich glücklich, solche wunderbaren Geschichten zu lesen und mit dir zu teilen. Vielleicht können wir eines Tages gemeinsam ein echtes Abenteuer erleben, genau wie die Charaktere in unseren Lieblingsbüchern. Das wäre unglaublich. Ich träume davon, einen neuen Ort zu erkunden, unter den Sternen zu campen und Spaß mit Freunden zu haben. Ich freue mich auf viele weitere Abenteuer, sowohl in Büchern als auch im echten Leben. Ich auch, Alice. Lass uns weiterhin lesen und träumen. Jedes Buch ist ein neues Abenteuer, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Danke, Ben, dass du heute dein Lieblingsbuch mit mir geteilt hast. Ich habe unser Gespräch über Abenteuer und Freundschaft wirklich genossen. Danke, Alice. Ich genieße unsere Gespräche immer. Du machst das Lesen und Lernen so viel Spaß. Ich hoffe, wir können in der Zukunft über weitere Bücher sprechen. Vielleicht können wir das nächste Mal ein Buch besprechen, das ein wenig anders ist, wie ein Märchen oder ein Gedicht. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen wundervollen Tag, Alice. Du auch, Ben. Viel Spaß beim Lesen. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Hallo ist ein freundlicher Gruß. Abenteuer. Abenteuer. Das Abenteuer beginnt heute. Ich liebe Geschichten über Abenteuer. Wir planen ein großes Abenteuer. Geheimnisse. Geheimnisse. Ich habe viele Geheimnisse. Geheimnisse sollten nicht geteilt werden. Seine Geheimnisse sind gut versteckt. Geschichten. Geschichten. Ich liebe Geschichten über Abenteuer. Die Geschichten in diesem Buch sind spannend. Sie erzählt mir immer Geschichten vor dem Schlafen. Lesen. Lesen. Ich liebe es, Bücher zu lesen. Kannst du gut lesen? Wir sollten mehr Zeit mit Lesen verbringen. Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft ist wichtig im Leben. Ich schätze unsere Freundschaft sehr. Freundschaft kann viele Formen haben. Motiviert. Motiviert. Ich bin motiviert, meine Ziele zu erreichen. Die Schüler sind motiviert, für die Prüfung zu lernen. Ein motiviert Team kann große Erfolge erzielen. Herausforderung. Herausforderung. Die Herausforderung ist groß. Ich liebe die Herausforderung in meinem Job. Wir müssen die Herausforderung gemeinsam meistern. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist wichtig für den Erfolg. Ich habe mehr Selbstvertrauen durch Übung. Selbstvertrauen hilft mir in schwierigen Situationen. Entdecken. Entdecken. Wir wollen neue Orte entdecken. Kinder lieben es, die Welt zu entdecken. Es ist spannend, Geheimnisse zu entdecken. Vorstellungskraft. Vorstellungskraft. Die Vorstellungskraft ist wichtig für kreative Ideen. Kinder haben oft eine lebhafte Vorstellungskraft. Sie nutzt ihre Vorstellungskraft, um Geschichten zu erzählen. Loyalität. Loyalität. Loyalität ist sehr wichtig in einer Freundschaft.
Die Loyalität der Mitarbeiter ist entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Er zeigte seine Loyalität zu seinem Team in schwierigen Zeiten. Gewohnheit. Gewohnheit. Eine Gewohnheit kann schwer zu ändern sein. Ich habe die Gewohnheit, jeden Morgen zu joggen. Gesunde Gewohnheiten sind wichtig für das Wohlbefinden. Wie fühlen sich Alice und Ben, wenn sie über Abenteuerbücher sprechen? Was ist das gemeinsame Thema in den Lieblingsbüchern von Alice und Ben? Was bedeutet das Wort abenteuerlich? Wie kann man das Wort Freundschaft am besten beschreiben? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.